Die neuen Alkoholmodelle von Glücksmobil sind eingetroffen. Wir sind im Freistaat in Sulzmoos und dieses Fahrzeug hier, wer mich kennt, der weiß, ich liebe diese Fahrzeuge. Sehr kurz, sehr kompakt und unglaublich viel Platz. Das heißt, man hat ja durch den Alkoven viel Platz gewonnen und hat auf einer Länge von gerade mal 6 Metern ein optimales Zwei-Personen-Fahrzeug, das auch in Städten natürlich optimal bewegt werden kann. Das einzige Manko ist die Höhe von 3,9 Meter müssten es sein. Das Ganze steht auf einem Citroën. Es regnet hier ein bisschen im Freistaat. Heute ist der 30. März. Schaut euch dieses Auto bitte mal an. Der A60 SP. Atemberaubend, gleich wenn wir reinkommen. Ein sehr kurzes, kompaktes Fahrzeug, aber es ist alles dabei, was ihr braucht. Und da gibt es wieder Leute, die sagen, naja, 63.990 €, da nehme ich doch ein längeres, aber dann ist es auch länger. Das heißt, ihr kriegt natürlich mit einem 6-Meter-Fahrzeug viel besser einen Stellplatz und öfter einen Stellplatz. Ihr seid noch flexibler, 5,99 Meter Länge, 3,9 Meter Höhe, also hat gestimmt. Die Breite von 2,32 Meter, 3,5 Tonnen, 610 Kilo Zuladung. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man den vielleicht auf eine Luftfeder stellt, dann noch eine Auflastung irgendwie hinkriegt, dann hätte man hier über 1 Tonne Zuladung. Und ob das geht und wie das geht, bitte informiert euch bei zum Beispiel Glück hier in Sulzmoos. Ja, schwarzes Chassis steht ihm auch ganz gut. Das neue kantige Design, auch das ist brandneu und ich habe eben reingeschaut. Sun Living stand auf dem Mobilteil, auf der Spüle stand noch Adria drauf. Also spricht einiges dafür, dass diese Fahrzeuge bei Adria gebaut werden. Und das ist wirklich ein absoluter Premium-Hersteller. Und Sun Living, die Einstiegsmarke von Adria, hier in der Ausführung Glücksmobil. Ich bin richtig begeistert. Matte Folierung an der Seite. Ich hoffe, ihr könnt sehen, es regnet hier ein kleines bisschen. Die Fenster sind ein bisschen aufgesetzt, aber sie haben so ein aerodynamisches Design. Das heißt, sie sollten eigentlich im Wind auch keine Geräusche groß produzieren. Und was natürlich wirklich ein Hingucker ist, ist dieses neue Alkoven-Design, was hier verwendet wird. Ich bin wirklich beeindruckt. So, hier ist die Heckgarage. Auch die können wir uns mal anschauen, wenn sie geöffnet ist. Das ist sie. Und überlegt mal, wir haben ein 6-Meter-Auto. Wir sind hier wirklich auf Niveau Kastenwagen lang oder T6 lang plus minus und haben wirklich ein unglaublich großes Fahrzeug. Auch hier nochmal ein kleines Hinweis auf Sun Living. Da steht es auch nochmal drauf. Also ihr kriegt hier wirklich aus einer absoluten Qualitätsfertigung ein ganz tolles Fahrzeug mit viel Ausstattung. In Slowenien werden sie gefertigt. Vielleicht auch nochmal hier ein kleiner Hinweis. Erste Sprache hier Slowenisch. Also ich bin ziemlich beeindruckt. Auch das Heckpartie ganz modern mit Einparkhilfe hinten. Also diese typischen Einparkpiepser sind hier montiert und bereits schon die Rahmen mit eingebaut. So, es sieht von der Seite aus wie GFK, also ich würde mich jetzt mal festlegen auf GFK. GFK Heck, GFK Dach. Sollte es anders sein, informiert mich oder guckt nochmal in die Beschreibung rein, aber so mein Fachauge nach ungefähr 2000 Videos, ich würde sagen, es ist GFK außen. Gut, also hier nochmal Garage, auch hier können wir nochmal reinschauen. Von der Seite hier Platz für 2 E-Bikes locker und für Falträder, also 2 Stück bekommt man bestimmt hier rein und dann müssen die teuren E-Bikes auch nicht draußen stehen. Das Ganze mit Zooösen hier versehen auf beiden Seiten und jede Menge Stauraum. Was haben wir hier drin? Jetzt hier mal kurz reinschauen. Da ist das Gasfach für 2x11 Kilogramm. Auch hier volles Volumen. Trotz der geringen Länge von nur 6 Metern haben wir alles drin, was man braucht. Umlaufend hier natürlich auch nochmal die Dichtung, sodass im Falle eines Falles das Gas auch nicht austreten kann. So, mal kurz geräuspert.
Und wir gehen in den Innenbereich rein. Das Ganze hier vielleicht nochmal von der Seite gefilmt, dass man die Kompaktheit von dem Fahrzeug nochmal sieht. Also sehr, sehr kompakt. Mein absoluter Favorit, weil ich ja viel auch alleine unterwegs bin, auf Dreharbeiten, Lippert Aufbautür. Auch hier einer der größten Hersteller Europas. Mit Fenster und Verdunklung. Ein Fliegenschutzgitter, das ja sehr, sehr sanft läuft. Und auch hier neues automotives Design, also gar nicht so irgendwie aufgebaut. Hier in dem Fall eine Lederoptik mit dabei, mit Textil im Sitzbereich und ein Querbett hinten, Maße ca. 1,50 Meter mal 2 Meter. Das gucken wir uns gleich mal genau an, ob das stimmt. Und auch hier alle Hinweise auf Adrian nochmal gegeben. Wir klappen hoch. Da lässt sich nämlich ganz einfach der Alkoven hochklappen. Hier oben im Alkoven eine ganz große Liegefläche Nummer 1 für 2 Personen. Also die sind hier ein echtes 4-Personen-Fahrzeug oder ein ganz tolles Fahrzeug für 2 Personen, die auch mal gerne getrennt schlafen möchten oder mehr im Innenraum mitnehmen möchten. Das geht nämlich hier. Also hier sieht man sehr schön, auch hier oben kann man das Ganze als Lagerfläche verwenden. Man kann die Matratzen sogar zu Hause lassen und könnte hier ein dünnes Brett drauflegen und das dann hier als Stauraum benutzen. Ja, 6-Gang Schaltgetriebe, 165 PS ist machbar. Hier 2 drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, der A60 SP. Und er sieht mit dem neuen Alkoven natürlich extrem schick aus. Wir haben ein Verdunklungssystem von unten nach oben. Auch das kann ich euch mal kurz demonstrieren. Hier wird einfach dran gezogen. Und dann habe ich dann die Möglichkeit, mich komplett hier ganz einfach zu verdunkeln. Und an der Seite wird das Ganze dann hier hochgezogen. Auch das ist relativ easy gemacht. So, lass mal gerade schweifen. Ganz neue Momente für mich. Also, dass man mich noch zur Überraschung bekommt bei der Firma Glück. Es ist euch gelungen. Toller Hersteller hier mit dabei und auch tolles Reisemobil. So Kleinigkeiten wie hier eine Lichtleiste, ein richtiges Schienensystem mit eingebaut hier auf der Seite. Und hier bekomme ich auch noch weiteres Zubehör und kann dann das Ganze über das Bedienfeld hier oben aktivieren. Wir haben keine Spannung hier drauf. Ist nicht schlimm, ich habe Licht dabei. Truma Kombi ist hier eingebaut mit einem sehr einfachen Bedienfeld. Mehr muss man auch nicht wissen. Entweder nur warmes Wasser oder beides. Heiß und die Temperatur per Drehregler. Also wirklich extrem einfach zu bedienen. Muss nicht immer das CP Plus sein oder das neue Bedienfeld. Also hier Liegefläche, denke ich mal so 1,40 Meter mal 2 Meter hier auf der Seite. Liegefläche Nummer 1. Auch hier hinten nochmal dieses Lichtsystem und jede Menge Stauraum nochmal über dem Bett. Auch hier kann ich euch mal einen Stauraum öffnen. Sehr tief. Überall Möbelverbinder hier verbaut. Das sind diese etwas helleren Stellen, die man hier hat mit den Möbelverbindern. Das ist alles integriert. Und hier ein nettes Detail. Hier ist nochmal ein Gummi-Expander mit drin, damit ich zum Beispiel das Handy hier locken könnte oder ich könnte Zeitschriften oder was auch immer hier dann festmachen, während ich schlafe. Viel Platz im Alkoven, viel Stehhöhe. Natürlich das optimale Fahrzeug für große Personen, denn das Badezimmer ist auch sehr groß. 3 Flammen Kochfeld hier mit dabei. Natürlich mit Piezo-Zündung. Und hier nochmal ein kleines Detail. Da steht Adrian nochmal drauf. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Mit einer tollen Metalloptik und der Möglichkeit, dass ich hier dann ins Spülbecken reinigen kann. Also sehr schick. Ein Fenster hier runter. Tür hier drunter und die Tür geht dann direkt in den Stauraum. Ihr habt es eben gesehen, also von hier aus kann ich zum Beispiel eine Hundebox montieren, wenn ich einen kleineren Hund habe, oder erweitere die Box nach hinten, falls ich einen größeren Hund habe. Und hier drunter könnte dann der Wowi schlafen. Die Tür könnte man sogar ausbauen mit 2 Handgriffen und hätte dann hier sogar ein kleines Hundemobil hier unter dem Staufach mit drin. Jede Menge Platz, auch hier in den Schubladen.
Besteckschublade, auch hier ist alles nochmal gesichert, sehr pragmatisch auch der Einsatz. So gefällt es mir. Es muss also nicht immer bling bling sein, es muss zweckmäßig sein, muss lange funktionieren. So kennt man Adria und hier in dem Fall der Dometic. Der lässt sich zu beiden Seiten öffnen, klein aber fein. Ich denke bei dem Modell absolut ausreichend. Wichtig ist bei den Kompaktmodellen 6 Metern immer das Bad. Hier habe ich ein ganz vollwertiges Bad mit festen Duschabtrennungen und einer ordentlichen Kassettentoilette von Tedford. Also hier wurde an nichts gespart. Nettes Detail. Auch hier das Schwenkwaschbecken, was hier drin ist. Das wird so entriegelt, dann anschließend runtergeklappt und schwuppdiwupp habe ich ein Waschbecken mit drin. Vollwertig und stelle mich dann zum Händewaschen in die Dusche rein. Habe hier nochmal einen großen Spiegel mit eingebaut und eine weitere Tür an der Seite. Also hier kann ich dann nochmal Zahnbürste und was ich alles habe, Medikamente mitnehmen. Und auch hier nochmal großer Schrank im Bad mit drin. Große Überraschung ist natürlich die Stehhöhe im Bad. Wir sind gut und gerne bei fast 2 Metern Stehhöhe. Also das Fahrzeug für große Personen oder für kleinere Personen, die sagen, hey, ich möchte nicht so bedrückt irgendwo sitzen und so weiter. Ich will ein luftiges, großes Fahrzeug haben. Das ist hier definitiv der Fall. Also beim A60 SP keine Kompromisse. Hier nochmal ein riesen Kleiderschrank. Wir sind auf 6 Meter, Kinder. Das geht natürlich nur, indem ich hinten keine Längs-Einzelbetten habe. Und ja, nettes Detail hier. Ich habe eine ausziehbare Sitzfläche. Das heißt also, wenn ich die brauche, ich muss ja irgendwie durchkommen, dann ziehe ich die einfach raus und habe jetzt hier nochmal einen weiteren Sitz, ob da jetzt ein Kind oder wer auch immer dran ist. Auf der linken Seite nochmal eine die Möglichkeit, diesen Tisch zu einem Bett umzubauen. Das geht auf jeden Fall, dass ich hier ein Notbett habe. Und hier habe ich dann nochmal eine Verlängerung. Da dieses Teil hier ist doppelt und das kann ich unten zur Seite dann einfach rausziehen. Danke fürs Einschalten. Ja, hier ist er, der A60 SP. Wir schauen uns mal die Preisliste an. Brandneu eingetroffen. Die neuen Glücksmobile. 5,99 Meter, 3,9 Meter Höhe, 2,32 Meter, 610 Kilo. Und wenn wir hier eine Auflastung hinbekämen, dann wären wir wirklich bei weit über einer Tonne, fast 1,5 Tonnen Zuladung. Und hier sieht man, also der ist relativ basic, 63.990, wie er hier steht, 65.680 Euro. Danke fürs Einschalten. Vielen Dank nochmal an Glück Freizeitfahrzeuge für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Und heute ist der 30. März 2023. Neue Modelle von Glücksmobil. Tschüss.